Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag. Ja, was soll ich sagen, diese Mannschaft nimmt selbst den größten Madridistas etwas die Illusion. Ja, heute zu einer ungewöhnlichen Zeit für Real Madrid um 14 Uhr. Spielt Real Madrid gegen Rayo Vallecano, deshalb auch der frühere Upload und an euch die Erinnerung, ab 13:30 Uhr circa geht das Live-Watch-Along los. Bitte lasst mich nicht alleine quälen, unterstützt mich, zusammen sind wir stark. Ja, was soll ich sagen, in guten und in schlechten Zeiten. Und heute erfahrt ihr natürlich, wie ihr es kennt, alles über dieses Spiel. Wir schauen uns die Kaderliste an, wir schauen uns das Abschlusstraining an, wir schauen uns die erwartete Aufstellung an. Ja, und wir schauen uns 2 Antworten aus der Pressekonferenz an. Ich bin ehrlich, ich war fassungslos. Ich war so wütend, dass ich nach der Pressekonferenz erstmal eine halbe Stunde spazieren gehen musste. Also ich glaube, damit habe ich schon einiges gesagt. Ihr werdet überrascht sein, was Álvaro Arbeloa gesagt hat. Ich kann es immer noch nicht glauben. Naja, das schauen wir uns auf jeden Fall auch an. Und zu guter Letzt streiten sich der FC Barcelona und Real Madrid um ein neues Mittelfeldtalent aus Spanien. Wer der Junge ist, was der Junge kann, was Real Madrid mit ihm vorhat oder der FC Barcelona, all das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, lasst uns dieses Video starten mit Sachen, die wir bereits wissen. Was wir bereits wissen, sind die Ergebnisse der Liga aus dem gestrigen Spieltag. 3 Konkurrenten haben gestern gespielt, 2 haben mehr oder weniger gepatzt, das kann man so sagen, einer nicht. Und zwar, Villarreal hat in Osasuna 2:2 gespielt. Wieder einmal ein überragendes Spiel von Víctor Muñoz. Der Rotschopf, der Real Madrid ja noch zu 50% gehört und ja, nach sehr vielen guten Leistungen überlegt auch Real Madrid, ihn tatsächlich wiederzuholen. Der Junge gibt mir so ein bisschen Callejon-Feelings, aber dazu in einem anderen Video, sonst platzt dieses Video aus allen Nähten. Ja, und Atletico Madrid hat beim Tabellenvorletzten Levante 0:0 gespielt. Ich hatte gestern tatsächlich vorgewarnt. Ja, und der FC Barcelona, da war nichts zu holen. Die haben in Elche 3:1 gewonnen. Und viele Madridistas beschweren sich darüber, dass das 3:1 für den FC Barcelona nach einem Abstoß für den FC Barcelona gekommen ist, der zu 100% Ecke hätte sein müssen. Aber wer dieses Spiel gestern mit 2 Augen gesehen hat, der FC Barcelona hätte zu diesem Zeitpunkt schon 5:6-1 führen müssen. Die haben gestern so viele Großchancen liegen lassen. Also dieser Sieg, da braucht mir keiner irgendwas erzählen, war absolut verdient für den FC Barcelona. Ja, das bedeutet in der Tabelle, der FC Barcelona ist jetzt 4 Punkte weg vor Real Madrid. Und sollte Real Madrid heute nicht gewinnen, ja, dann ist die Lücke schon wieder da, die es so hart war, ein bisschen zu schließen. Auch, wie gesagt, wenn ich immer noch der Meinung bin, es ist naiv davon zu reden, dass Real Madrid spanischer Meister werden kann. Ja, und das müssen heute auch die Fans im Bernabéu einsehen. Die Mannschaft und auch das Präsidium erwartet ein historisches Five-Konzert. Mal wieder, das letzte ist ja nicht gerade erst mal 2 Wochen her. Ja, und meine Bitte an die Fans: Zerstört die Trommelfälle der Spieler, des Präsidiums etc. vor dem Anstoß. Aber sobald das Spiel startet, unterstützt diese Mannschaft. Die sind so schon schlecht genug und haben so schon manchmal keinen Bock zu laufen. Während des Spiels müssen wir Madridistas sein und diese Mannschaft unterstützen. Das ist meine Meinung. Vor dem Spiel, nach dem Spiel können wir die von mir aus zerpfeifen. Während des Spiels sind wir das Santiago Bernabéu. Den Heimvorteil sollten wir nicht abgeben. Ja, wer heute im Kader steht, und das war für mich schon eine Überraschung, ich zeige euch die Kaderliste. Ja, ein Antonio Rüdiger und ein Trent Alexander-Arnold haben es nicht ganz geschafft.
Das hätte ich gestern schon erahnen können nach der Pressekonferenz von Álvaro Arbeloa. Die Pressekonferenz ging noch harmlos los und da hat er noch gesagt, er wird mit Verletzten immer sehr langsam die wieder ranführen. Das hat man bei Real Madrid Castilla mit Joan Martínez gesehen. Ich habe euch das damals in der Vorbereitung erklärt. Der Junge durfte 10 Minuten spielen, dann 20, dann 30. Also der wurde so ganz langsam reingeführt. Dani Carvajal ist jetzt schon seit 4, 5 Spielen nominiert und spielt gar nicht oder ganz, ganz wenig. Also ein Álvaro Arbeloa macht das anscheinend sehr vorsichtig. Ich habe gerade gesagt, für mich ist die Kaderliste eine Riesenüberraschung. Es ist kein einziger Spieler von Real Madrid Castilla nominiert. Und versteht mich nicht falsch, die haben am Freitagabend gespielt. Aber erstens, als ich in dem Alter war, die Jungs sind 18, 19, war das für mich kein Problem, 1,5 Tage später wieder zu spielen. Naja, ich habe auch nicht auf dem Niveau gespielt, muss ich zugeben. Aber was mich sehr, sehr verwundert, wir haben 3 Innenverteidiger im Kader. Dienhausen, Raúl Asensio und David Alaba. Wenn du einen Joan Martínez in einem Heimspiel gegen Rayo Vallecano nicht nominierst in so einer Situation, wann soll der Junge denn sonst mal eine Chance bekommen? Vor allem erwähne ich explizit Joan Martínez. Ihr habt letzte Woche gesehen, der war gesperrt, der hatte eine rote Karte. Die Rotsperre hat der abgesessen am Freitag. Das heißt, der hat nicht mal gespielt. Der ist topfit, der Junge. Also für mich keinerlei Verständnis, warum Joan Martínez nicht im Kader von Real Madrid ist. Naja, vielleicht möchte auch ein Álvaro Arbeloa einfach dieses Five-Konzert den Jugendlichen nicht antun. Versuche ich mal positiv an diese Situation ranzugehen. Naja, eine der wenigen positiven Sachen bei Arbeloa war, dass er immer wieder Jugendspieler involviert hat. Wenn das auch wegfällt, ja, dann verzweifle ich ganz. Denn jetzt können wir zu dem Punkt kommen, wo ich gestern, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nach einer Pressekonferenz eine halbe Stunde spazieren gehen musste. Und es reden alle über eine Antwort. Aber die zweite, die genauso enttäuschend ist, darüber redet irgendwie keiner. Ja, hören wir uns mal die Frage und die Antwort an. Mbappé sagte uns neulich in Lissabon, dass es bei der Mannschaft kein Qualitätsproblem sei, auch kein taktisches, sondern dass man mehr Einsatz zeigen müsse. Ich wollte wissen, ob du diese Diagnose teilst, dass es der Mannschaft, den Spielern manchmal an der nötigen Einstellung fehlt. Schau, wir arbeiten daran, die Konstanz zu finden, die wir uns im Spiel wünschen, und zwar auf allen Ebenen. Und ich glaube, dass es im Moment weder Zeit für Enttäuschung noch Zeit für Euphorie ist. Es ist Zeit für Arbeit, nur das. Was? Es ist nicht der Moment für Enttäuschungen und Was? Nach der Leistung geht Kylian Mbappé, einer der Führungsspieler, vor die Kamera und sagt endlich das, was der ganze Madridismo seit 1,5 Jahren denkt. Wir haben die Schnauze voll. Es ist keine Frage von Qualität oder Taktik oder was auch immer. Der nimmt sogar den Trainer in Schutz. Der sagt, es ist einfach eine Frage davon, dass du mehr Bock haben musst als der Gegner. Und Álvaro Arbeloa fällt quasi in Mbappé damit noch in den Rücken. Dann spricht das endlich mal einer klar an. Und du als Trainer, ich verstehe, die Mannschaft ist vielleicht verunsichert. Die ist nicht auf ihrem besten Moment. Und du kannst die von mir aus auch fußballerisch schützen. Aber eine Sache ist nicht verhandelbar. Und das ist der Einsatzwillen. Und wenn deine Jungs wieder einmal 10 Kilometer oder mehr als der Gegner weniger laufen. In der ganzen Champions League war die größte Distanz zwischen 2 Mannschaften wieder einmal Real Madrid. Benfica Lissabon ist über 10 Kilometer mehr gelaufen. Das ist, als wenn die mit einem Mann mehr gespielt hätten über 90 Minuten. Und wie gesagt, dass du deinen Spielern als Trainer ja wohl sagen darfst und musst, Leute, ihr müsst euch jetzt für dieses Wappen zerreißen. Ich erwarte nicht, dass du den Fußball neu erfindest. Aber zumindest erwarte ich, dass du den Spielern nach so einem Spiel die Leviten liest. Wofür bist du denn ansonsten da? Ja, wofür ein Álvaro Arbeloa da ist, und wie gesagt, es enttäuscht mich noch viel, viel mehr, weil es ausgerechnet von Arbeloa kommt. Jemanden, von dem ich menschlich so viel gehalten habe. Ja, wofür er da ist, hat er in der nächsten Antwort verraten. Ja, und was soll ich euch sagen? Diese Antwort von unserem Trainer, die hat mich hoffnungslos gemacht. Aber bevor ich philosophiere, hören wir uns erstmal an, was er gesagt hat.
Sie sagten vor ein paar Tagen, dass Vinicius auf dem Platz stehen würde, komme was wolle. Ich habe mir das mal angesehen, abgesehen vom Spiel gegen Albacete, wo einige Spieler fehlten, gab es 5 Spieler, die alle 4 Spiele komplett bestritten haben. Courtois, Valverde, Mbappé, Bellingham und Vinicius. Ich wollte Sie fragen, ob Sie für Sie unantastbar sind, ob Sie auf jeden Fall spielen werden, egal was passiert, oder ob Sie auch mal ausgewechselt werden oder Pausen bekommen. Ich weiß nicht, schauen Sie, ich verstehe die Fußballdebatten, aber ich möchte immer die Besten auf dem Platz haben. Und je mehr Minuten sie mir für die Mannschaft zur Verfügung stehen können, desto besser. Wir haben das zum Beispiel in Villarreal gesehen, 2 Minuten vor Ende der Nachspielzeit. Das Tor von Mbappé entstand durch eine sehr gute Aktion von Vinicius Junior, der nach innen zieht, das Spiel dreht, Mbappé findet, der gefoult wird. Das sind Spieler, die in jeder Minute ein Spiel entscheiden können. Und nun ja, es wird Leute geben, die nicht für Madrid sind und sie nicht auf dem Platz sehen wollen. Ich stelle mir vor, dass die Madrid-Fans wollen, dass ihre besten Spieler immer verfügbar sind, immer auf dem Platz. Ich denke, die 5 genannten Spieler sind Akteure, die weltweit wohl zu den 10 Besten gehören. Und deshalb haben sie mein volles Vertrauen. Und es ist nicht nur mein Vertrauen, sondern ihre Leistung, die sie auf den Platz bringt. Ja, was soll ich sagen? Als Arbeloa gekommen ist, habe ich gehofft, er tritt in die Fußstapfen von José Mourinho. Jemand, der Real Madrid, das in der Krise steckte, komplett umkrempelt. Komplett auf die emotionale Schiene, wir gegen den Rest der Welt, dass er das letzte Tröpfchen Schweiß aus dieser Kabine rausholt. Und was habe ich bekommen? Er ist in die Fußstapfen von Carlo Ancelotti getreten. Und nicht zu den guten Zeiten, sondern in das letzte Jahr von Ancelotti, wo er seine Mannschaft verzogen hat. Diese Mannschaft, die so verzogen war, so daran gewöhnt war, den Larry zu machen, auch in jedem großen Spiel. In den letzten 1,5 Jahren haben wir einmal gegen Barcelona gewonnen. Ansonsten haben wir von Liverpool auf die Fresse bekommen, von Arsenal auf die Fresse bekommen, vom AC Mailand auf die Fresse bekommen, von Atletico Madrid, von Barcelona 4-mal. Warum? Weil die den Larry machen. Und jetzt haben wir einen Trainer, der die noch mehr den Larry machen lässt. Der denen Stammplatz und 90 Minuten garantiert. Einem Vinny, einem Bellingham, einem Valverde, einem Courtois und einem Mbappé. Versteht mich nicht falsch. Ein Courtois, ein Fede Valverde kann man das auch noch garantieren. Der kann ja auf verschiedenen Positionen spielen. Aber was macht so eine Aussage mit einem Jude Bellingham, mit einem Vinny Junior und auch einem Kylian Mbappé? Obwohl den Franzosen muss ich ja sogar rausnehmen. Der hat ja die Schnauze voll. Der erzählt ja seine Spiele an. Was macht so etwas mit Vinny und Bellingham? Die wissen wieder einmal, ich kann machen, was ich will. Ich muss nicht mal zu 100% bringen. Ich kann hier auch auf 50% auf Sparflamme unterwegs sein. Ich spiele immer die 90 Minuten. Die gleiche Scheiße, die wir vor 2 Jahren bei Carlo Ancelotti hatten. Und was macht so eine Aussage mit einem Arda Güler, mit einem Gonzalo Garcia? Die wissen, um Himmels Willen, ich kann hier die Sterne vom Himmel spielen. Arda Güler kann 4 Vorlagen und 3 Tore machen. Wenn ausgewechselt wird, Bellingham ist unantastbar. Tchouaméni auf der 6 auch. Arda, Sinistervidum, komm mal bitte raus. Was? Ein Kylian Mbappé, wenn er Bock hätte, könnte er sich auf den 16er setzen und warten. Und Gonzalo Garcia kann Hattricks machen am Stück. Und Arbeloa sagt, Mbappé spielt immer 90 Minuten. Ja, keine Ahnung. Ich bin Real Madrid-Fan. Ich wünsche mir das Beste für Real Madrid. Aber wenn ich Arda Güler wäre und das höre, hätte ich gestern Abend noch meinen Manager angerufen und gefragt, hör mal, wie viel wollte Arsenal nochmal für mich bezahlen? Wie gesagt, die Leistungsgesellschaft bei Real Madrid ist dahin. Inzwischen spielst du nach Status. Jetzt könnt ihr euch vielleicht erklären, warum ich erstmal eine halbe Stunde spazieren gehen musste. Ja, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Lasst bitte eure Meinungen dazu in den Kommentaren. Vielleicht übertreibe ich ja oder sehe es falsch.
Ich würde mich freuen. Ich bin immer noch im Bruch nach dieser Pressekonferenz. Ja, bevor wir zu der erwarteten Aufstellung kommen und der Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre, gestern die Information von etlichen Quellen. Fangen wir aber mal mit dem Ass an. Und zwar der FC Barcelona und Real Madrid prügeln sich um eins der größten Mittelfeldtalente Spaniens. Sergio Martínez, 19 Jahre, spielt bei Racing Santander. Ja, lesen wir uns dazu den Bericht des Ass einmal zusammen durch. Barca und Real Madrid kämpfen um Sergio Martínez. Beide Vereine haben Racing Angebote für den U19-Nationalspieler unterbreitet. Sie bevorzugen eine Leihe mit Kaufoption, sind aber auch für andere Möglichkeiten offen. Er hat seinen Stammplatz in der ersten Mannschaft verloren und stand nicht im Kader für das Spiel gegen Granada. Wie AS berichtet, haben Real Madrid und der FC Barcelona, obwohl auch andere Vereine Interesse zeigen, die Nase vorn und Racing Santander bereits ein Angebot für Sergio Martínez Montero, einem spanischen U19-Nationalspieler, unterbreitet. Beide Vereine beabsichtigen zunächst, ihn bis zum 30. Juni an ihre Reservemannschaften auszuleihen und eine Kaufoption zu sichern. Sie sind aber auch offen für einen direkten Transfer des aus der Racing-Akademie stammenden Spielers. Im Falle von Real Madrid spielt Castilla in der ersten Liga der RFEF, also nicht in der spanischen La Liga, in der ersten RFEF-Liga und steht unter der Leitung von Julián López de Lerma kurz vor den Aufstiegschancen, nachdem Arbeloa in die erste Mannschaft befördert wurde. Die zweite Mannschaft des FC Barcelona, Barça Athletic, die von Giuliano Belletti trainiert wird, befindet sich in den Aufstiegschancen und spielt in der Gruppe 3 der zweiten Liga. Also, Sergio Martínez, Real Madrid und der FC Barcelona prügeln sich um ihn. Er soll erstmal in die Nachwuchsakademie. Ja, und das ist ein gutes, ein klassisches Beispiel, deshalb habe ich es auch genommen. Obwohl Real Madrid Castilla in der dritten spanischen Liga spielt und da um den Aufstieg spielt und der FC Barcelona in der vierten um den Aufstieg spielt, also Real Madrid Castilla ist über der Reservemannschaft, eine Liga über der Reservemannschaft des FC Barcelonas. Wenn ich Sergio Martínez wäre und ich höre mir die Pressekonferenz von Álvaro Arbeloa an, wo wechsle ich denn da hin? Ja, da braucht ihr mich nicht zweimal fragen. Selbst wenn ich eher Real Madrid-Fan wäre, ich glaube, so Profis, die müssen das aber außer Acht lassen bei ihren Vertragsgesprächen. Aber ja, solche Aussagen würden mir als jungen Spieler ganz klar machen, nein, 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 ich wechsle nach Barcelona. Ja, bin ich gespannt, wie ihr das seht. Außerdem, naja, ich weiß jetzt nicht, wie gut der Junge ist, aber der ist schon 19 und schafft es nicht in die erste Mannschaft von Racing Santander. Weiß Gott, was Real Madrid und der FC Barcelona beide in ihm sehen. U19-Nationalspieler. Na, weiß Gott, vielleicht explodiert der Junge. Die haben wahrscheinlich wesentlich mehr Ahnung von Fußball als ich. Ja, und dieses Video, bevor wir uns gleich hoffentlich im Live-Watch-Along sehen, ich würde mich sehr, sehr freuen, beende ich zunächst einmal mit der erwarteten Aufstellung und danach mit der Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, und ich würde sagen, starten wir erstmal mit der erwarteten Aufstellung. Vom Marca habe ich noch keine gefunden. Vom Ass ist das die erwartete Aufstellung. Wie ihr seht, das gleiche quasi wie gegen Lissabon, gegen Villarreal. Der einzige Unterschied ist, ob rechts vorne ein Mastantuono hat sich anscheinend seinen Stammplatz verspielt, ein Brahim oder ein Rodrigo sollen spielen. Ja, wer Álvaro Arbeloa kennt, weiß, das wird ein Rodrigo sein. Da spielst du je nachdem, wie du heißt, nicht nach deiner Leistung. So, ich versuche mich zu beruhigen. Ja, und jetzt mache ich die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer wäre. Da seht ihr sie. Ich würde spielen im Tor mit Thibaut Courtois. Ich würde mit einer Dreierabwehr spielen. Fünfer, Dreier, ihr wisst, was ich meine. Zentralen Tchouaméni. Ich finde, da hat er seine besten Spiele gemacht. Und ich sage nicht, dass es an Tchouaméni liegt, aber da hat er mir am besten gefallen. An seiner Seite Raúl Asensio und Joan Martínez. Ja, ich weiß, der steht nicht im Kader, aber das ist die Aufstellung, die ich machen würde. Und Dienhausen muss auch irgendwann aufwachen. Viel zu lasch gegen Benfica Lissabon. Wieder einmal. Das kann nicht sein Ernst sein. Meine Außenverteidiger wären Dani Carvajal,
Ich finde, der Kapitän muss wieder zurück und links ein Álvaro Carreras. Dann würde ich mit den 3 Mittelfeldleuten spielen. Ein Eduardo Camavinga, ein Fede Valverde. Die sollen sich die Lunge aus dem Hals laufen. Vorne, hinten, vorne, hinten. Das sind ihre stärksten Positionen, glaube ich. Davor auf der 10 Arda Güler. Da gehört er hin und der Junge hat es, wenn ich Trainer wäre, hätte er es da verdient oder der hat es da verdient. Und meine Stürmer, Kylian Mbappé und Gonzalo Garcia, die haben es sich verdient mit ihrer Attitüde und mit ihren Toren. Die beiden haben es sich verdient. Hör mir auf mit Rodrigo, hör mir auf mit Vini, mit Bellingham, mit Mastantuono. Und das Schlimme, ich würde das nicht mal machen, um denen ein Zeichen zu geben, dass die mit die Schuld tragen. Ich würde das ganz einfach aus fußballerischen Gründen machen. Die 4 haben es fußballerisch zurzeit nicht verdient, bei Real Madrid zu spielen. Naja, vielleicht übertreibe ich es, aber das ist meine Meinung. Das wäre meine Aufstellung, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Lasst eure Meinung zu meiner Aufstellung, zu diesem Video bitte in den Kommentaren. Ich bin echt gespannt. Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilt dieses Video, hypen. Lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und vielen Dank für die ganzen Follows auf Instagram. Da heiße ich auch RealMario1902. Es hat mich unglaublich gefreut. Viele Nachrichten von euch bekommen. Ich habe auf jede geantwortet. Es war echt mal so schön zu sehen, wer in dieser Community drin ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass Instagram so einen Spaß macht. Ja, wie dem auch sei. Wir sehen uns in ein paar Stunden wieder. Bis gleich. Allo Mavi!